Ist es illegal, eine Baseplate zu zerschneiden? Nein, ich denke nicht. Viele YouTuber machen das und machen richtig Videos darüber. Ich habe hier mal 4 gezeigt und werde diese auch bei mir in der Videobeschreibung natürlich verlinken. Ja, es ist eine sinnvolle Sache und das System nutze ich auch für mich. Aber ich werde nicht nur die Baseplate zerschneiden, nein, ich werde die Straßen-Baseplates zerschneiden. Und das zeige ich euch jetzt, wie ich das mache. Ab dem Bahnübergang sollen meine Straßen leicht schräg verlaufen. Ja, ich möchte den 90-Grad-Winkel der Lego-Straßenplatten verlassen. Und das kann ich nur machen, wenn ich die Noppen abschneide. Das habe ich natürlich getan. Ich zeige euch hier nur mal 2 Varianten, wie man dann die Straßenplatten legen kann. Ihr seht, dadurch entstehen ganz andere Winkel. Und das ist das Interessante dabei. Die abgeschnittenen Stücke von den Baseplates auf keinen Fall wegschmeißen. Die könnt ihr alle wiederverwenden. Diese Straßenplatten werden jetzt einfach auf die Noppen aufgelegt, werden mit 1x1 immer fixiert werden und auch teilweise überbaut werden, damit das Ganze nicht mehr wackelt. Man kann natürlich auch eine Gerade dann wieder trennen oder auch, wenn man möchte, eine Kurve. Muss ja nicht mittig sein oder wie auch immer. Dadurch kann ich jetzt natürlich Folgendes machen. Ich fange mal hier an, meine Straßen zu verlegen. Ich kann schräg bauen. Ja, ist das nicht eine klasse Sache? Hinten wieder eine Kurve und noch ein kleines Stück gerade dran. So soll der Straßenverlauf erstmal aussehen. Und wenn man sich das Ganze aus den verschiedenen Blickwinkeln einfach mal ansieht, ja, sieht doch irgendwie klasse aus. Also man kann mit diesen Straßenplatten wirklich etwas machen und noch was zaubern. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie das gleich aussieht, wenn das alles fest verbaut ist. Ja, man kann natürlich auch eine T-Kreuzung nehmen und dort auch nur den Zebrastreifen zum Beispiel einfügen, wenn man das unbedingt möchte an einer Stelle. Auch das ist hierbei möglich. Ja, so sieht das Ganze aus. Den 90-Grad-Winkel haben wir somit bei den Straßenplatten verlassen. Ich finde das eine total klasse Sache. Ich werde jetzt loslegen, werde das Ganze auf 2 Brick Höhe setzen, werde aber nicht hier mit der Straße anfangen, sondern natürlich mit der Kurve direkt hier vorne ansetzen und dann geht es weiter. Wir schauen uns das Ganze an, wenn das Ganze hier so ein bisschen, ja, eingebaut oder eingefasst ist. Ja, das ist schon ein klasse Blick, muss man wirklich sagen. Ich habe richtig viel geschafft und zwar möchte ich rechts hier auch von der Straße, rechts daneben einen Graben machen. Ja, wie das halt oft neben der Landstraße so ist. Vielleicht auch hier hinten an dieser Stelle, das weiß ich noch nicht, denn hier muss ja auch der Fahrrad- und Fußweg vorbei plus Graben. Das wird ein bisschen sehr eng an der Stelle dort drüben. Ja, ich zeige euch jetzt mal einmal kurz hier den Unterbau, wie ich das gemacht habe. Ich habe die Platten so ein bisschen eingespannt, schon hier mit den hochgestellten Plates einmal hier. Das lässt sich nicht mehr ruckeln, das ist richtig, ja, aber wir werden das aber noch verbessern und so sieht der ganze Untergrund aus. Also nichts Besonderes, ich wollte es euch nur einmal kurz zeigen, weil ich es gleich schließen werde. So, und das werde ich tun mit einigen Noppen hier und ja, schaut es euch einfach später an, wie ich das justiert habe. Das heutige Video entstand mit freundlicher Unterstützung von Open Brick Source, dem Hersteller mit kompatiblen Bausteinen. Die Technik habe ich soweit hier unten in der Platte quasi, in die Platte eingebaut. Einmal hier, hier und hier. Denn bei mir ist ja hier erstmal Plattenende, wie bei anderen irgendwo auch. Und es kann natürlich hier weitergehen. Ich kann sogar hier einen Motor für den Bahnübergang noch einsetzen. Selbst das ist auf jeden Fall möglich. Wir machen das Ganze einmal an. Wir können ja noch mal einmal schauen. So, plus den Sound. Ja, das sieht doch klasse aus. Wenn ich jetzt passend die Schranken dazu runterlasse, kommt das ganz gut rüber. Jetzt habe ich die Baseplate richtig festgeklickt, kann man fast schon sagen. Ja, aber ohne Noppen. Einfach nur von oben wieder drauf und fest justiert. Das Ding rutscht in keinster Weise. Auch nicht nach da. Ja, ich würde sagen, das ist definitiv gelungen. Jetzt möchte ich mich aber gerne noch so ein bisschen hier an den Graben dran machen. So ein bisschen hier auch den Durchlass einarbeiten. Der kommt ja dann irgendwo, von hier kommt ja irgendwo das Wasser dann. Ja, das ist jetzt das nächste Ziel, aber ich glaube, das ist richtig stark gelungen. Das ist ein tolles System. So möchte ich definitiv mit diesem System weitermachen. Mir gefällt das richtig gut. So habe ich den Durchlass jetzt gebaut. Ich zeige euch das mal eben. Besteht aus ganz wenigen Teilen. Hier ein paar Technikteile, hier ein Technik-Brick und dann einfach so hier drauf geklickt und dann war die Sache fertig. Anschließend habe ich noch hier eine blaue Plate reingesetzt und ihr seht, das ist dann der Durchlass. Den habe ich hier vorne eingebaut und den zeige ich euch jetzt mal von der anderen Seite.
Hier unten an dieser Stelle habe ich jetzt den Durchlass eingebaut. Das wird natürlich alles noch begrünt drumherum, dass man die Lücken alle nicht mehr sieht und so weiter. Der Graben ist hier mit den Flat Tiles und aber auch teilweise Plates belegt in Blau. Ja, ich glaube, das sieht erstmal ganz gut aus. Jetzt, wie gesagt, muss nur noch die Begrünung hier gemacht werden. Machen wir aber heute nicht. Ziel war es ja heute, dieses Mockstraßensystem hier zu erfinden, zu erstellen. Und ich glaube, das sieht ganz gut aus. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist, glaube ich, aber doch einen zweiten Graben auf der anderen Seite der Straße. Das, glaube ich, kriege ich hin. Ja, und ich glaube, wenn man das Gesamtbild hier so sieht, das sieht richtig stark aus. Ich versuche mal ein bisschen hoch zu gehen. Was meint ihr? Von oben sieht das da auch richtig klasse aus. Moment, oh, die Schranken gehen schon wieder runter. So, wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich immer so gerne und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und ich habe mir Folgendes gedacht, ich mache nicht da hinten weiter, nicht hier vorne, nicht hier, nein, ich gehe jetzt erstmal nächste Runde wirklich hier hin und da möchte ich so ein bisschen die Ausgestaltung, die Abgrenzung des Feldes, das sieht alles noch ein bisschen, ja, eckig und kantig aus, das muss richtig harmonisch gemacht werden. Ebenso natürlich dann hier vorne den Bahnübergang gestalten mit dem Übergang. Ich glaube, da werde ich ansetzen und das ist eine ganz hervorragende Idee. Also, bis dahin. Tschüss.